Hello you, ich bin Lilly Makut und das hier ist die dritte Folge einer Reihe, die ich das Leben und die Liebe und so getauft habe. Für diese Reihe stellen mir Leute ihre Fragen und dann setze ich mich mit meinem Spirit-Team zusammen und channele eine entsprechende Antwort auf die jeweilige Frage. Und dazu möchte ich gleich auch noch auf was hinweisen. Die Antworten, die du hier hörst, erheben natürlich keinerlei Anspruch darauf, vollständig oder universell gültig zu sein. Und sie sind nicht als Ersatz für medizinische oder therapeutische Beratung gedacht, aber sie können eine schöne Ergänzung dazu sein. Und damit kommen wir zur heutigen Frage. Eike schreibt, ich finde es oft gar nicht so leicht, immer wieder zu einer gewissen Freude zurückzufinden, was meine beruflichen und privaten Ziele und Wünsche betrifft. Einfach deshalb, weil ja die aktuelle Lage weltweit so unsäglich absurd und irgendwie ja auch gefährlich ist. Welche Tipps würde mir Spirit dazu geben können? Was müsste ich vielleicht noch wissen oder tun, dass es mir leichter machen könnte, mit beiden besser klarzukommen? Mir diese Freude zu erhalten und parallel dazu die weltweite Krise zu erleben. Und auf diese Frage hin kam dann folgende Antwort von meinem Spirit-Team. Eike, deine Freude ist eigentlich eine sehr große Energie in deinem Leben. Und diese Freude in dir würde eigentlich einen großen Platz einnehmen wollen. In dieser Freude steckt auch viel Kreativität, viel Optimismus und viel Lösungsorientiertheit. Und da steckt auch eine sehr große Offenheit drin, die grundsätzlich vieles in diesem Leben schätzt und mag und die für viele Perspektiven offen ist. Und gleichzeitig knallt deine Freude aber auch immer wieder an etwas ran, was wir politische Energie nennen würden. Das ist eine Energie, die sehr viel Kontrolle über das Leben ausüben möchte, auf manchmal recht egoistische und auch unangenehme Art. Diese politische Energie ist nicht dasselbe wie die organisatorische Energie, die viele Politiker und Politikerinnen, die ihre Arbeit als Dienst an der Menschheit verstehen, ebenfalls mitbringen. Diese zweite Energie möchte sich eben nicht am Ego der politisch kontrollierenden Energie orientieren, sondern erstmal analytisch bestandsaufnehmend agieren, um dann Lösungen zu erarbeiten, die möglichst vielen Menschen dienen. Und leider ist aber das, was wir hier als politisches Ego bezeichnen würden, im Moment sehr viel lauter als die organisatorisch dienende Energie. Und diese politisch-egoistische Energie schafft es durch ihre Lautstärke, immer wieder eine große Zahl an Menschen mit sich mitzuziehen, die mit ihr eigentlich gar nichts am Hut hätten. Das politische Ego weiß, dass es ohne diese Lautstärke und ohne eine fast schon manipulierende Energie, die da auch mit dazu gehört, keine Chance hätte. Das heißt, es lebt davon, möglichst viele Menschen durch seine Lautstärke zu beeindrucken. Und die organisatorisch dienende Energie geht da ganz anders vor. Dieser Energie geht es nicht darum, möglichst viele Menschen gleichzeitig zu beeindrucken, sondern nahe an dem jeweiligen Aufgabengebiet zu bleiben, mit dem der Mensch, der mit dieser Energie arbeitet, eben gerade zu tun hat. Anders gesagt, diese Form der Energie kümmert sich jeweils um das, was direkt im eigenen Einflussbereich liegt, nicht um die große Masse an Menschen, wissend, dass eine ganze Reihe an kleineren Einflussbereichen, die jeweils gut bearbeitet werden, dann eben doch auch vielen, vielen Menschen dient. Ein Vergleich zwischen diesen beiden Energien, also dem politisch manipulierenden Ego und der organisierend dienenden Energie, wäre wie der Unterschied zwischen einer Person, die möglichst schnell berühmt werden möchte, um daraus möglichst schnell Vorteile für sich selbst zu generieren, und einer Person, die möglichst nachhaltig gut in dem werden möchte, was das eigene Talent und die eigene Expertise ebenso hergeben. Das ist also wie der Unterschied zwischen einem Menschen, der möglichst weithin ausstrahlen möchte, koste es, was es wolle, und einem Menschen, der seine Sache möglichst gut machen möchte, egal auf welcher Ebene. Und deine Freude arbeitet mit diesem zweiten Prinzip. Das heißt, deine Freude, die ja optimistisch und lösungsorientiert und aktiv ist, möchte dir gern dabei helfen, auf deinem eigenen Expertisegebiet noch besser zu werden. Und in deinem eigenen Einflussbereich, in dem du direkt mit anderen Menschen zu tun hast,
deine Werte zu vertreten und mit deiner Freude zu einem guten Leben beizutragen. Anders gesagt, es wird vermutlich immer diese politisch laute, manipulierende Energie geben, die gerade viele dieser gefährlichen Krisen, von denen du in deiner Frage schreibst, mit anschiebt. Aber deine Freude kann genauso Einfluss aufs Leben haben und nehmen, wenn du ihr diese Aufgabe gibst. Und indem deine Freude und du dann gemeinsam in dem speziellen Bereich, für den ihr euch zuständig fühlt, eure jeweilige Expertise anwendet, grabt ihr damit quasi in diesem speziellen Bereich und auf eure Art der Lautstärke der politisch manipulierenden Energie des Wasser ab, um hier mal ein paar Metaphern miteinander zu vermischen. Sprich, Leute, die deine Expertise und deine Freude und deinen Optimismus und deine Lösungsorientiertheit erleben und wertschätzen lernen, werden dadurch automatisch weniger anfällig dafür, sich von der Lautstärke des politischen Egos beeindrucken zu lassen. Und deine Freude ist somit eine wichtige organisatorisch dienende Energie, die wieder viel, viel, viel mehr Platz in deinem Leben einnehmen möchte als je. Deine Freude ist also ein wichtiger Teil der Zukunft. Und wenn du dir vorstellst, dass sie damit quasi in Anführungszeichen wichtiger wird als die Krisen, die du erlebst, müsste das klappen, diese Krisen zwar vielleicht nicht komplett auszublenden, aber ihnen was Schönes entgegenzusetzen, was dich persönlich in deinem Einflussbereich weiterbringt. Und noch was, Freude ist von Natur aus ansteckend. Und das ist der Vorteil, den sie gegenüber der Lautstärke des politischen Egos hat. Sie muss gar nicht laut werden, um sich fortzupflanzen. Sie muss einfach nur existieren. Okay, soweit von mir und von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.